Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Freitag, 1. Dezember 2023. Ich bin bei uns oben im Wohnzimmer, habe gerade mal ein bisschen Zeit und drehe mal auf die Schnelle 2 bis 3 Videos. Die werde ich dann so im Laufe der nächsten Tage und Wochen schneiden, entsprechend halt komplett bearbeiten wie gewohnt, irgendwann im Laufe der Zeit hochladen. Kann also durchaus sein, dass das Video erst in etwa vielleicht einem Jahr oder so hochgehen wird. Wir werden es merken. Gut, ich möchte euch heute eine Pfeife vorstellen. Und zwar geht es zunächst um diesen Pfeifenmacher hier. Ganz genau, es geht um niemand Geringeren als Paul Winslöw, der ja vor langer Zeit seine Pfeifenraucherkarriere oder Pfeifenmacherkarriere bei niemand Geringerem als dem namhaften, bekannten Preben Holm gehabt hat. Er hat dort das Handwerk gelernt und hat danach angefangen, sich selbstständig zu machen. Hat als selbstständiger Pfeifenbauer eine ganze Zeit auch für Stanwell gearbeitet. Meines Wissens ist Stanwell das Elfer-Shape, die Pfanne mit dieser leichten Einwölbung oben, ist ja glaube ich auch eins von seinen Objekten gewesen und wird auch teilweise als Stanwell Paul Winslöw Pfeife verkauft. Und ja, im Laufe der Zeit halt, er hat immer noch die gleiche Werkstatt wie einst. Er hat eine Werkstatt bei sich auf dem Grundstück, mehr oder weniger eine etwas größer ausgebaute Gartenhütte, in der er arbeitet, wo auch heute noch die Pfeifen unter Zuhilfenahme seiner Mitarbeiter gefertigt werden. Ich hatte viele Jahre mir vorgenommen gehabt, mir endlich mal eine Winslöw-Pfeife zu holen. Ich liebäugle ja auch schon seit Ewigkeit mit den E-Grades, also mit den Pfeifen, die eben halt entsprechend rustiziert und schwarz gebeizt sind oder zumindest stellenweise schwarz gebeizt und rustiziert sind. Aber auch andere Pfeifen von ihm, die teilrustizierten, hat mich immer gereizt. Doch vor vielen Jahren bin ich dann bei einem namhaften Estate-Händler, ich kann es auch ruhig nennen, Olaf Langner, über eine Pfeife gestolpert, die mir sehr gut gefallen hat. Und genau diese Pfeife möchte ich euch vorstellen. Es geht konkret um dieses schmucke Stück hier. So, hier habt ihr sie gesehen. Hier ist das schmucke Stück nochmal. In dem einen oder anderen Tabak-Review von mir habt ihr die Pfeife ja auch schon sehen können. Es ist eine Crown 300 mit einer, wie ich finde, doch recht ansprechenden Maserung. Ich würde mal sagen, das ist mit Sicherheit ein gutes Flame Grain. Schöne, dezente Kontrastbeizung mit einem hellen Orange und einer Art hellem Rot. Auch hier oben haben wir so ein paar leichte Bird Eyes zu sehen. Die Pfeife hatte ich bei Olaf Langner damals gesehen als Estate. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Hallo? Wer könnte das schon bei so einem Prachtstück?
Es ist, wie ihr auch unschwer erkennen könnt, doch ein ziemlicher Klopper. Und für diejenigen, die sich mit Paul Winslöw so gar nicht auskennen, Paul Winslöw hat natürlich seine üblichen Paul Winslöw Pfeifen, die für Hunderte von Euros weggehen. Paul Winslöw Private Collection, da reden wir dann durchaus schon von vierstelligen Beträgen. Aber Paul Winslöw hat halt auch immer Pfeifen machen wollen für Leute mit einem nicht ganz so dicken Geldbeutel, sprich für Otto-Normalverbraucher. Da liegt dann das Preissegment durchaus so ab ungefähr 100 Euro aufwärts. Da sind wir dann bei Crown Viking. Dann haben wir die Crown 100, 200, 300, also 300er wie hier. Das sind schon von den Crowns die etwas gehobenere Kategorie, bevor es dann zu den eigentlichen Paul Winslöw Pfeifen geht. Die wiederum haben ja 2 Silberpunkte, zumindest die neueren der letzten Jahre. Die älteren haben teilweise nur einen Silberpunkt hier neben am Mundstück. Die Crown und Crown Viking Pfeifen hingegen, so erkennt man hingegen an dieser Krone, die hier eingelassen ist. Gucken, ob das Autofokus hinbekommt. Jetzt haben wir sie. Hier ist die Krone. Daran kann man die Crowns und Crown Vikings erkennen. Das Mundstück, schönes, wie man hier gut sehen kann, flach gearbeitetes Sattelmundstück mit einem wunderbar ausgefächerten Endstück hier hinten. Flache Biss. Super gearbeitet. Trotz der Größe kann man die Pfeife gut zwischen den Zähnen fixieren. Ist aber ja bekannterweise nicht so mein Ding. Die Pfeife kommt natürlich, wie für den deutschen Markt üblich, mit einer Kammer für 9 mm Filter daher. Und ich habe ja gesagt, die Pfeife ist eine Nummer größer. Mittelfinger. Passt rein. 1,5 Glieder. Ich habe Platz, kann den Finger noch richtig hier bewegen. Wir reden also wirklich von einem gut mittleren Füllvolumen. Standard Mixtures rauchen sich hier raus über eine Stunde. Also sagen wir mal, ja, 70, 80, 90 Minuten. Wenn man hieraus einen Flake rauchen würde, da sind wir dann schon bei einer Kategorie wie bei einer Savinelli E320 KS. Da raucht man einen Flake 2 Stunden, über 2 Stunden raus. Also überlegt euch gut, ob ihr aus dem Klopper hier einen Flake rauchen wollt, weil das ist eine abendfüllende Beschäftigung. Also nichts hier mal zwischendurch für eine Stunde ein Pfeifchen schnöken. Das funktioniert da nicht. Ich nutze die Pfeife hier in allererster Linie für dänische Mischungen. Auch Already Rubbed natürlich draus. Habe auch schon den einen oder anderen Aromaten hier rausgeraucht. Aber am allerliebsten sind mir dänische Mixtures, also wirklich nur dezent aromatisiert oder halt Virginias. Vorzugsweise Virginia Flake. Aber wie gesagt, da raucht man über 2 Stunden, wenn man die Pfeife unter Feuer hat. Aber wie gesagt, schaut euch das Prachtstück an. Ich muss sagen, diese Crown 300 Freehand von Paul Winslöw, das ist ein Klopper. Eine wunderschöne Pfeife. Gut was in der Hand. Ideal für große Hände. Ihr seht es ja, meine Hände sind nicht gerade zierlich. Man hat was zum Packen. Was auch noch angenehm ist, sie ist hier unten, das kann man ja hier gut sehen, flach gearbeitet. Sie ist also tatsächlich so eine Art Stand-Up-Poker. Ihr könnt sie unbesorgt irgendwo, auf der Hand ist es schwierig, könnt es irgendwo auf einem flachen Gegenstand, auf dem Teller oder auf dem Tisch einfach abstellen. Die kann nicht kippen, da passiert nichts. Das ist eine richtige Form einer Stand-Up-Poker. Eine tolle Maserung, eine tolle Verarbeitung und, das muss hier auch nochmal erwähnt werden, die sogenannten Seconds von Paul Winslöw, die ganze Crown-Reihe, hat nichts damit zu tun, dass die Pfeifen minderwertig wären. Die Pfeifen sind allesamt super. Nur, dann ist halt eben die Maserung nicht mehr ganz so gut. Die 1A Maserungen, die finden dann bei den Paul Winslöw Pfeifen Verwendung. Die gehen, wie gesagt, für Hunderte von Euro über den Ladentisch. Die Crown 300 sind schon teuer, die gehen schon an knapp 200 Euro ran, wenn man sie neu kauft. Und sieht man ja, die Maserung ist schon recht ansprechend. Man hat hier ein schönes Grain, aber halt eben kein Straight Grain. Und wenn man dann auch noch Pfeifen hat, die eventuell dann kleine Holzschäden hatten, Spots, irgendwelche kleinen Löchelchen drin, weil es ist halt nun mal Naturmaterial, dann werden diese Pfeifen teilweise rustiziert. Und die teilrustizierten Pfeifen, die findet man dann zumeist als sogenannte Crown Viking auf dem Markt.
Das ist dann das niedrigste Preissegment. Da fangen dann die Pfeifen so bei etwa 100 Euro an. Ist also durchaus, gerade für eine Paul-Winsley-Pfeife, dann ein richtiger Schnapper. Aber ansonsten, wie man hier sehen kann, die Pfeife, so schön sie ist, sie hat halt keinerlei Applikationen. Paul Winsley ist ja weithin bekannt für seine Holm-Applikation hier hinten zwischen Holm und Mundstück, meistens ja in Gelb oder Gelb-Weiß oder auch in anderen Farben mal gehalten, aber Gelb ist ja bei ihm vorwiegend. Und bei seinen Crown Vikings und seinen Crown Pfeifen gibt es halt eben keinerlei Applikation. Hier ist einfach Understatement angesagt, schlichte Eleganz und es geht einfach um das Rauchgerät an sich. Ohne Schnörkel, ohne unnötigen Schnickschnack. Das war es dann auch schon soweit von mir für heute. Die Vorstellung meiner Crown 300 Freehand von Paul Winsley. Wie gesagt, eine tolle Pfeife, die ich nicht missen möchte. Einen herzlichen Dank nochmal an Olaf Langner, der sie entsprechend aufbereitet und mir vor vielen Jahren verkauft hatte. Und in gewohnter Weise, kennt ihr hier unten, Kommentarfunktion, bin ich natürlich darauf gespannt. Wer von euch hat vielleicht selbst Crown Viking Pfeifen, Crown 300 Pfeifen, 200, 100 Pfeifen oder wer hat sogar richtige Paul Winsley Pfeifen, E bis A, von der Gradierung her, oder vielleicht sogar eine Paul Winsley Collector oder Private Collection. Lasst uns einfach mal ein bisschen über unsere Erfahrungen und unsere Meinung wegen austauschen. Wie gesagt, Kommentarfunktion ist da. Dann bleibt mir nämlich nur noch eins. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt meinem Kanal gewogen. Bleibt mir gewogen. Hier, Fernbedienung verloren. Ich wünsche euch weiterhin, wie gesagt, alles Gute, viel Gesundheit, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.